Was? Wie? Also, eins muss ich schon sagen, so geht es nicht. Ihr sitzt alle völlig asymmetrisch. Also... So, aber... könntet ihr vielleicht Platz tauschen? Ja, bitte? Ja, es ist... Na, wirklich... Was machst du mit meinem Publikum? Nicht mal eure Bühne ist symmetrisch. Das ist... ihr Barbaren. Ich muss mir jetzt erstmal einen Schluck trinken zu holen. Also, nein, das geht nicht. Und ich bringe den Müll raus. Und ich mache die Steuererklärung. Und was? Nein, es geht nicht nur um Papa, auch wenn der wirklich fürchterlich ist. Es ist einfach alles. Ich bin jetzt schon so lange hier und ich habe einfach noch keinen Anschluss gefunden. Ich bin die Klassenbeste, ich finde mich jetzt nicht wirklich unattraktiv und außerdem und überhaupt und sowieso. Und trotzdem sitze ich beim Essen immer alleine. Ach, jetzt lass mich doch einfach zu dir ziehen, Mama. Warum kann ich nicht bei dir wohnen? Hallo? Mama? Der Moment, wenn sogar die eigene Mutter nichts mit einem zu tun haben will, weil man nicht cool genug ist. Die Sache ist nämlich die, in Schulen gibt es gewisse Rangordnungen. Eigentlich könnte man meinen, dass kluge Schüler relativ weit oben in der Nahrungskette stehen. Das mag jetzt vielleicht ein Schock für euch sein, aber intelligente Menschen sind nicht angesagt. Tatsächlich stehe ich relativ weit unten, sogar unter den Petzen. Selbst die werden zu den Partys eingeladen. Und an der Spitze die Alpha-Männchen. Naja, seht selbst. Hey Jungs, wie fandet ihr den Unterricht bei Dr. Stein heute? Wer hätte gedacht, dass die moderne Waffe ein direkter Nachfahre der Speerspitze des Homo erectus ist? Sie hat Speerspitze gesagt. Ich habe geschlafen. Ja, ich auch. Ist doch total langweilig. Wer interessiert sich schon für Waffen? Ich bin eine Waffe. Also... Was machst du da? So, du warst nicht symmetrisch. Hey Leute, wisst ihr, was wirklich cool ist? Ich. Habt ihr eure Hausaufgaben denn schon gemacht? Wir kriegen keine Hausaufgaben. Wir machen keine Hausaufgaben. Wir haben überhaupt keine Zeit für Hausaufgaben. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, unglaublich geil zu sein. Und was machst du heute? Wenn man nicht gegen sie kann, muss man sich wohl ihnen anschließen. Weißt du, Solman, Homie, ich hab voll die Tubular Red Agenda am Start. Check das, Mann, ja? Ich werd erstmal gemütlich in die Homebase eintauchen, ein paar Stunden chillaxen, dann in die City cruisen, all die trendy Hotspots hitten, du weißt schon, YOLO und so. An den sozialen Loops mal erklären, wer die Nummer 1 Swag Queen in the Hood ist, verstehst? War Marker immer schon so cool? Eigentlich wollte ich nur wissen, was du heute Abend kochst. Nudelsuppe. Mit Nudeln. Und? Suppe. Also Weißt du, wie lange ich dafür in der Küche stehen muss? nicht so lang, wie du morgens im Bad brauchst. Snap. Lauf. Lauf weg, Soul. Und komm nie mehr zurück. Nein, warte, das war nicht so gemeint. Ich wollte nur, ach komm schon, wir sind doch alle cool hier. Soul? Kid? Blackstar? Ah, keiner hat mich lieb. Markerchen! Aus Gründen der Übersicht erfolgt diese Szene in Zeitlupe. Gib
Papa, einen Kuh. Die Liebe einer Tochter ist so niederschmetternd. Papa, du bist schon wieder so peinlich. Was ist, wenn das wer mitbekommt? Sie hat Papa gesagt. Genug jetzt, alter Mann. Was willst du eigentlich schon wieder von mir? Ich wollte doch nur ein wenig Vater-Tochter-Quality-Time. Ich habe uns sogar Karten für den Kiddie-Contest besorgt. Du verdirbst mir schon wieder alles. Genau deswegen werde ich von den coolen Schülern nicht akzeptiert. Ich verderbe es dir nicht. Ich beschütze dich vor dem Einfluss dieser garstigen Kreaturen. Ich brauche keinen Schutz und vor allem nicht von dir. Das sagst du. Aber ich weiß genau, wie das in diesen Jugendgangs abläuft. Mit ihren schnellen Autos und Zigaretten und Sit-ins und Blumenketten und brennenden BHs. Also halt dich ja von den coolen Kids fern. Vor allem von den Jungs. Du weißt genau, wie die sind. Aber heutzutage sind die Jungs gar nicht mehr so wie zu deiner Zeit. Moment, woher willst du das wissen? Verhütest du? Das geht dich gar nichts an. Ich bin zu jung, um Großvater zu werden. Oh, Eltern, wenn mich noch einer blöd von der Seite anquatscht, dann... Hallo Marka! Was? Das ist nicht so gemütlich. Oh, heute ist einfach nicht mein Tag. Fünf Monate bin ich nun schon hier. 5 Monate, in denen meine Fortschritte zugegebenermaßen gehemmt wurden durch die mangelnde Kompetenz gewisser Individuen, die mir unterstehen. Und doch, all ihrer Unfähigkeit zum Trotz, bin ich meinem Sieg nun endlich einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Ich habe es geschafft, was bisher noch niemand gekonnt hat. Ich habe Shinigamis Schwachstelle ans Licht gebracht. Wie die letzte Jahresuntersuchung zeigt, ist der alte Narr gar nicht so stark, wie alle bisher gedacht hatten. Er hat ein einziges, allerdings schwerwiegendes körperliches Defizit. Eine Achillesferse, wie man sagen könnte. Aber wer hätte denn auch gedacht, dass der große, mächtige Shinigami unter so etwas Banalem leidet wie einer Erdnussallergie? Jetzt ist es nur noch an mir, all meine Figuren richtig auf dem Schachbrett zu platzieren. Allen voran natürlich das Opfer und der Spinner. Ah, genau das richtige Subjekt zur richtigen Zeit. Krona, mein armes kleines Kind, was ist denn geschehen? Komm zu Mutter Medusa und erzähl ihr alles. Keiner hat mich lieb. Ich weiß. Jemand wie dich kann auch nur eine Mutter lieben. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Was sagt dein Herz dir? Ragnarok sagt, ich soll sie alle töten. Alles zu seiner Zeit, Kind. Erzähl mir erst einmal, was wirklich passiert ist. Marka hasst mich. Das hatten wir bereits etabliert. Alle hassen dich. Außer mir natürlich. Aber Marka, sie ist mit mir auf Facebook befreundet. Sie folgt mir auf Twitter. Und letzte Woche hat sie mein Bild von einer fetten Katze geliked. Eine typische Internetfreundschaft. Und wie so oft im Netz sind sie letztlich alle gegen dich. Siehst du nicht, dass sie dich nur benutzt hat? Aber sie wollte mit mir auf die Animo gehen. Und hier sind wir nun. Und wo ist deine Macker? Siehst du nicht, dass du dich auf niemanden außer mir verlassen musst? Dass du dich auf niemanden außer mir verlassen kannst? Das weiß ich doch, aber ich habe gehofft, dass... Psst. Und genau das war dein Fehler. Brave kleine Jungs und oder Mädchen, die hoffen nicht, die gehorchen.
Und wie es der Zufall so will, habe ich eine Aufgabe für dich. Ich bin aber nicht gut in Mathe. Keine Sorge, deine Aufgabe hat nichts mit Mathematik zu tun. Sie bewegt sich vielmehr im Bereich der Logistik. Und wenn du deine Sache gut machst, ist Mama richtig stolz auf ihr kleines Kind. Natürlich, Mama. Ich werde tun, was ich kann, um dich glücklich zu machen. Braves Kind. Krona, Ja, Mama? kannst du dir vorstellen, worauf Shinigami allergisch ist? Erdnüsse? Krona, Ja, Mama? eigentlich bist du scheiße. Und ich will nur braune M&M's, denn die haben am wenigsten Farbstoffe. Alle 13,8 Meter muss ein Pappaufsteller von mir postiert sein und glaub ja nicht, dass ich niemanden haben werde, der das nachkontrollieren wird. Natürlich muss die Temperatur in jedem Raum, den ich betreten könnte, exakt 22,8 Grad Celsius betragen. Ach ja, und bestell mir neue Gesichtsmasken mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Modelliermasse oder Warbler? Das ist mir einerlei. Hauptsache, sie sind kugelfest. Man weiß ja nie. Es lebt! Für Verpflegung ist damit also auch gesorgt. Jetzt fehlt nur noch etwas zur Unterhaltung. Keine Sorge, Shinigami-sama. Für Ihre Unterhaltung werde ich höchstpersönlich sorgen. Okay, Spirit. Ich finde das voll in Ordnung und ich finde dich auch immer noch ganz cool. Aber ich mag meine Unterhaltung mehr, dunkelhaarig. Nein. Shinigami-sama, ihr missversteht. Stein und ich, wir... Oh, okay. Alles klar. Ist voll cool, ich... Warte mal. Weißmarker schon? Ach, geht mich gar nichts an. Ihr tut, was ihr so... tut. Ich gehe dann mal. Ich schau mal, was mein Sohn so treibt. Ein Ballspiel oder so ist sicher immer am Laufen. Bye. Hast du die Stripperin angeheuert? Ja, beide Daumen hoch. Ich muss doch gar nichts verändern. Leider. Du hast erstaunlich schöne Hände. Meinst du nicht, dass die jemand anderem viel besser stünden? Nein, aus! Pfui! Au. Und wehe, du folgst mir. Da, das habe ich gar nicht nötig. Ich weiß, wo du wohnst. Und wann du schläfst. Und was du gestern gefrühstückt hast und heute Morgen auch. Übrigens, ich wollte dir sagen, nimm mal ein paar mehr Ballaststoffe zu dir. Das könnte deiner chronischen Verstopfung ein bisschen helfen. Apropos Stuhl. Wo hab ich das Ding hingetan? Machst du da? Ich bereite mich vor. Das passt nicht.
Viel besser, viel natürlicher. Leichter Ostwind. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe diesen Effekt auf Männer. Du bist doch ein Mann, oder? Viel wichtiger ist doch, ob du als vielleicht Mann glaubst, dass das den alten Herrn Shinigami gefallen könnte. Was genau hast du denn mit Shinigami-sama vor? Ich wurde für ihn angeheuert, als kleine Überraschung. Ich soll für ihn auf seine Feier tanzen. Wenn die Uhr 12 schlägt, ist es Zeit für meinen Auftritt. Dann werde ich zur Tür hineinschweben. Ich werde mich an der Stange schwingen. Ich werde mich auf dem Teppich regeln. Ich werde mich an Shinigami-samas Beine schmiegen. Ich werde... Psst. Weißt du, was perfekt für ihn wäre? Was denn? Ein inniger Kuss. Am besten mit Zunge. Nein. Leidenschaft. Nein, Lippenstift. Oder Parfum. Nein, Lippenstift. Aber ich habe doch noch diesen seltenen Duft. Space Chanel Nummer 5. Nein, Lippenstift. Oder Lippenstift. Das habe ich doch die ganze Zeit. Egal. Hier, nimm den. Das ist Shinigami-samas Lieblingsfarbe. Omega Rubin. Ich habe nicht gerade wenig hierin investiert, denn es handelt sich um eine Sonderedition, strengstens limitiert und nur an die 100 Exemplare produziert, wie auch dieser Beipackzettel dokumentiert. Für diesen Lippenstift wurden Rubine erst pulverisiert, dann karamellisiert und schlussendlich in den Lippenstift injiziert. Die Farbe wurde noch intensiviert mit einem Öl, das der Ashanti extrahiert und im Lippenstift inkludiert wurde. Was mich fasziniert ist, dieses Mittel koloriert den Mund nicht auch sondern konserviert ihn auch. Darüber hinaus ist er aromatisiert mit einem Duft, der garantiert aphrodisiert. Kapiert? Ich bin irritiert. Das passiert. Aber was hältst du nun davon? Naja, wenn du meinst. Ich bin so böse. Mama wird so stolz auf mich sein. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es hat keinen Sinn, sich zu verstecken. Ich weiß, dass du zu Hause bist. Na gut, ich weiß es nicht. Aber ich nehme es an. Egal. Ich zähle jetzt bis 3. Und wenn du dann nicht draußen bist, dann... 1. Ich habe mich schon umgedreht, ja? Ich gehe schon fast. 2. 2,5. 2 3/4. Na gut, dann gehe ich jetzt. Ich komm schon. Alles in Ordnung? Ich war gerade unter der Dusche und ich wollte schnell zur Türe eilen. Dabei bin ich die Treppen runtergefallen und dabei... Er ist tot! Ich habe ihn umgebracht!
Beileid. Hier, für dich. Nein! Das ist ein wichtiger Brief von Mama. Den sollst du lesen, nicht schneuzen. Können Sie nicht mal mit ihr reden, so von Frau zu Mädchen, kleinem, unschuldigem Mädchen? Ich will doch nur, dass, bevor sie sich in diese pubertierende Welt hinauswagt, sie weiß, wie man umzugehen hat mit Dingen wie Kondomen und mit Jungs. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Ihr liebes Töchterchen auch nur einen Bruchteil ihres Charmes besitzt, so wird der leidenschaftliche Höhepunkt ihres Lebens darin bestehen, mit einer Horde Katzen auf dem Sofa zu sitzen und sich Wiederholungen von Supernatural anzusehen. Yes! Ausgezeichnet! Unabhängig davon, hallo Schwester! Sind Sie alleine hier? Absichtlich. Na gut. Ich weiß, wenn ich nicht erwünscht bin. Ach so? Hast du das auch zu deiner Ex-Frau gesagt, als du die einstweilige Verfügung in der Post hattest? Typisch. Reiß mir das Herz aus der Brust und wirf es zu Boden. Nein, warte, 5 Sekunden, Rieke, das ist noch gut, das kann man noch verwenden. Das war metaphorisch gemeint. Mein Herz ist und bleibt in meiner Brust. Oh, Spielverderber. Dr. Stein, der Arzt, bei dem die Frauen ergrauen. Wie ist das Wertebefinden? Haben Sie mein Schreiben erhalten? Oh ja, das habe ich. Und es hat mich in meinen Grundfesten erschüttert. Ich finde, es zeigt, wie schlecht es bereits um diese Welt steht. Wir haben versucht, eine Gesellschaft auf Hierarchie aufzubauen und das ist das Ergebnis. Ich finde, es ist an der Zeit für eine neue Ordnung. Die einzig wahre Ordnung. Chaos. Jeder Mensch ist gleich und es gibt keine Grenzen. Nicht für die Wirtschaft, nicht für die Kunst und auch nicht für die Wissenschaft. Das klingt ja geradezu verführerisch. Doch um diese Utopie zu erreichen, müssen wir diese Welt erst von all ihren Führungspersönlichkeiten befreien. Angefangen bei Shinigami. Go, shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's like your birthday. Find me in the club, out of football. Mommy, I got the hits, so get in the ticket club. Bitte, 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 bleibt doch sitzen. Zu viel der Ehre. Danke euch allen, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu meiner Feier, anlässlich des 42. Monats, in dem ich zum besten Schulleiter der Schule gekürt wurde. Ich weiß, viele sind der Ansicht,
dass es sich hierbei um eine Rede handelt, dass es sich hierbei um eine Auszeichnung handelt, die einer Rede nicht wert ist. Diesen Leuten kann ich nur sagen, ha! Bravo, bravo, was für eine Rede. Ich bin so gerührt, ich fühle mich wie ein Ei. Ja, bravo, bravo. Warum klatschen wir? Stell es nicht in Frage. Einfach lächeln und weiter klatschen. Lass ihn ja nicht zu Wort kommen, sonst stehen wir hier in 3 Stunden noch da. Na gut, weiter im Text. Wo war ich nochmal? Ich hatte doch noch so viel zu sagen. Ach ja, das Buffet ist zu eurer Linken, der Schokobrunnen ist dort hinten rechts und wenn ihr immer weiter geradeaus geht, kommt ihr zu den Toiletten. Diese sind übrigens nicht als Cosplay-Garderobe zu benutzen. Wir haben da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will ja keinen Namen nennen, aber Blackstar, bitte halte dich zurück. Nun denn, wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich bin beim Buffet. Aber, bevor ihr euch nun auf das Buffet stürzt, Shinigami-sama, bleibt doch noch ein wenig hier, denn auf euch wartet noch ein ganz besonderer Leckerbissen, eine Sahneschnitte allererster Güte. Kommt doch erst einmal her, nehmt Platz, Stein, ein Stuhl. Stein, Stuhl, Shinigami-sama, jetzt! Und nun, hier, nur für euch, die Frau mit Flair. Blair. Hohoho, wen haben wir denn hier? Ich bin... Ew. Danke, habe ich selbst gemacht. Für die Wissenschaft. Ah ja, weiter im Text. Du bist aber eine junge, talentierte junge Tänzerin. Und du bist alt. Erfahren, nicht alt. Mhm. Du hast einen echt tollen Hut. Dankeschön. Ich finde, er bedeckt meinen Kopf recht gut. Und du hast so große Augen.
Dankeschön. Aber das sind nur meine Kontaktlinsen. Und du hast eine echt tolle Brosche. Dankeschön. Ich finde, sie betont meinen üppigen Busen. Lass es raus. Das erste Fettknäuel ist immer am schwierigsten. Nein, das ist es nicht. Mir geht's nur nicht so gut. Oje, bist du etwa allergisch auf Katzen? Das wollte ich nicht. Dann gehe ich besser. Einen für unterwegs. God, forgive me. Lasst mich durch! Ich bin Arzt! Das ist noch gut! Das kann man noch verwenden! Ihr seid die Schande dieser Institution. Nicht nur, dass ihr eine schulfremde Person auf das Gelände gelassen habt. Ihr habt sie darüber hinaus auch noch dafür bezahlt, eine im höchsten Maße unsittliche und ausgesprochen anzügliche Tanzeinlage darzubieten. Und als wäre dem nicht schon genug. Wie konntet ihr nicht erkennen, dass es sich bei ihr um eine Hexe handelt? Habt ihr ihren Hut denn nicht gesehen? Nö. Hinaus jetzt! Im Namen von Shinigami-sama trommelt alle zusammen für das Projekt Blair Witch und tut eure vermaledeite Pflicht. Schneller! Ah! Dieser Trottel von einem Shinigami. Deswegen hasse ich Manga so sehr. Wären wir in Game of Thrones, wäre er schon lange tot. Schwester, wie steht es denn um meinen Vater? Hat er noch beide Nieren? Ist Shinigami-sama wach? Können wir zu ihm? Wissen Sie, wie spät es ist? Den Umständen entsprechend, ja, nein. 5 vor Leberfleck. Wieso nicht? Shinigami-samas Zustand ist leider noch nicht stabil genug, um Besuch empfangen zu können. Der Angriff der Hexe Blair hat ihn leider sehr geschwächt. Aber genau das ist das Problem. Wir haben Informationen aus erster Hand. Ich weiß, dass Blair keine Hexe ist. Ja, genau, weil Hexen sind alt. Und hässlich. Und runzlig. Und haben Warzen. Und Hängebrüste. Und riechen wie Oma unterm Arm. Wir haben's verstanden. Und sie verschenken Äpfel. Ich hasse Äpfel. Vielen Dank für diese wunderschöne Ausführung. Aber zurück zum Punkt. Sternfrüchte mag ich aber, die sind irgendwie cool. Aber zurück zum Punkt. Nein, ihr dürft nicht zu Shinigami-sama. Die Entscheidung steht fest. Da an diesem Punkt noch eine erhöhte Erdnussallergie-Ansteckungsgefahr herrscht und nur ich die Einzige bin, die die nötigen Impfungen dafür erhalten hat, ist die Gefahr für euch viel zu groß. Ich könnte jetzt darauf hinweisen, dass eine Allergie nicht ansteckend ist. Aber ich habe mir gerade erst einen Platz in dieser Gruppe gesichert und darf das nicht aufs Spiel setzen, indem ich jetzt klug scheiße. Hoffentlich schaltet einer von denen sein Hirn ein. Moment. Oh, ein Hoffnungsschimmer? Ich hatte meine Erdnussallergie schon mit 9. Das heißt, ich bin immun. Nicht, was ich meinte, aber man nimmt, was man kriegt. Wie dem auch sei. Hinzu kommt auch noch, wie ich zuvor bereits sagte, dass sein Zustand leider viel zu kritisch ist. Wenn ihr ihm etwas zu sagen habt, dann sagt es mir. Ich werde es ihm dann weiterleiten. Und nun entschuldigt mich, ich habe Wichtigeres zu tun.
Sie benimmt sich sehr verdächtig. Das macht sie immer. Verdächtig gern. Irgendjemand muss sich da reinschleichen, um mit Shinigami-sama zu sprechen. Solche Unterfangen benötigten jemanden mit taktischem Geschick, vollster Körperkontrolle und messerscharfen Sinnen. Unter uns ist nur einer großartig genug, um solch eine Aufgabe zu erledigen. Ich. Genau, Blackstar! Nein, ich. Er ist mein Vater. Dann knobelt es doch aus. Schere, Stein, Papier. Kid nimmt die Schere. Er nimmt immer die Schere. Ich werde ihn fertig machen. Die gute, alte, symmetrische Schere. Haha! Du hast verloren, Blackstar. Oh! Pfötchen rauf, Pfötchen runter, Pfötchen rauf. Vater! Oh nein! Dein Gesicht! Es ist so asymmetrisch. Ach, mach dir nichts draus. In ein paar Tagen ist dein Vater wieder ganz der Alte. Keine Sorge, Vater. Es ist gleich vorbei. Schluss mit dem Unsinn. Du hast mein Wort, Vater. Ich werde denjenigen finden, der dir das angetan hat. Es handelt sich doch hierbei nur um eine simple Allergie, mein Junge. An dieser Situation hat niemand Schuld. Das sehen die anderen aber nicht so. Sie verdächtigen Blair und veranstalten in diesem Moment eine Hetzjagd auf sie. Aber du musst mir glauben, Vater. Sie ist unschuldig. Sie ist... Das weiß ich doch. Aber woher? Jemand mit so großen und perfekt symmetrischen Brüsten kann nicht schuldig sein. Aber Schwester Medusa... Medusa tut, was sie tun muss. So wie ich dich bitte zu tun, was du tun musst. Und was muss ich tun? Bring mir einen Tee. Die neueste Ausgabe von der Frankfurter Allgemein und dann geh raus und beweise Blairs Unschuld. Natürlich, Vater. Sofort, Vater. Bettchen runter. Also sogar Shinigami-sama weiß, dass Blair unschuldig ist. Aber wie beweisen wir das? Wir brauchen die Hilfe einer Autoritätsperson. Dein Vater? Nein. Dein Vater! Blackstar, du bist so dumm. Ich kenne niemanden, der so dumm ist wie du. Oh ja, ich bin die Nummer 1. Was ist mit Sid? Der dreht gerade das Staffelfinale von The Walking Dead. Dann bleibt wohl nur noch einer. Dein Vater! Nein! Man kann nicht mit ihnen, aber umbringen darf man sie ja auch nicht. Dann ist die einzige Möglichkeit, Dr. Stein um Hilfe zu bitten. Große letzte Worte. Naja, es könnte schlimmer sein. Vor Stein gab es nur ein Mew. Er hat Lakritze mit den Tränen kleiner Kinder vermischt und seitdem hat McDonald's Bubble Tea. Er hat Autobahnlärm und Baustellenkrach gemischt. Und seitdem sind wir Dubstep immer noch nicht los. Wo habt ihr diesen Müll her? Das ist kein Müll. Das sind Hardfacts vom Tumblr-Account deines Vaters. #LolSteinsachs. Das war kein Hashtag, du Trottel, das war ein Hashtag. Er war deprimiert, weil er mit Mama telefoniert hat und was zur Entspannung brauchte. Ach, deshalb hat es damals bei euch so nach Liebe und Blumen gerochen. Bleiben wir bitte beim Thema.
Genau, der Punkt ist, Stein ist gefährlich. Der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber der ist so schwer. Danke. Ich muss mich jetzt auf Markas Seite schlagen. Wieso? 3 gegen 1 ist nicht symmetrisch. Ich weiß, Sol, viel spricht gegen Stein, aber willst du wirklich die gleiche Meinung vertreten wie Blackstar? Blackstar, hast du etwa Angst vor Stein? Ich hab doch keine Angst vor Stein. Jetzt bin ich schon wieder auf einer Seite mit Blackstar. Ich bin von Idioten umgeben. Also dann bringen wir den Stein ins Rollen. Ha, der war gut. Hey, listen! Dr. Stein! Hier bei der Arbeit. Wo ist Blackstar? Da 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 Blackstar! Wir sind gekommen, um Sie zu sprechen. Es geht um Blair. Ah, die Hexe. Genau das ist der springende Punkt. Sie ist keine Hexe und mehr noch, sie ist unschuldig. So unschuldig sah die Gute aber nicht aus. Wow! Na? Sehr witzig. Was wir Ihnen sagen wollen, ist, dass Blair nichts mit dem Attentat zu tun hat. Die Beweislage spricht aber gegen sie. Dein Gesicht ist eine Beweislage. Wir kennen Blair und wissen, dass sie zu so einem Attentat nicht fähig ist. Selbst mein Vater glaubt an ihre Unschuld. Ach, tut er das? Er hat uns damit beauftragt, ihre Unschuld zu beweisen. Dafür brauchen wir jedoch Zeit. Wir müssen die Fahndung nach Blair verzögern. Und da kommen Sie ins Spiel. Ich. Was verschafft mir die Ehre? Sie waren die einzig vertretbare Option? Ja, aber was ist mit... Nein. Jedenfalls können Sie das für uns tun. Mehr verlangen wir nicht. Sie müssen uns nur ein wenig Zeit verschaffen. Dann haben Sie bei uns auch einen Stein im Brett. Oh Gott, ich glaube, die Dummheit färbt langsam ab. Ha, der war gut. Ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Wir sind Ihnen zu Dank verpflichtet. Kommt, Jungs. Wow! Da 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 da. Ich würde zu gerne einmal in deinem Gehirn rumstochern. Aber zuerst sollte ich Medusa Bericht erstatten. Töte mich! Schwester Medusa, wie steht es denn um Shinigami-sama? Es tut mir leid. Sein Zustand ist leider weiterhin sehr kritisch. Hey, ich kann euch hören. Sei nicht so laut. Und was geht eigentlich mit diesem Krankenhausfraß? Das kann ja keiner essen. Mein Eistee ist zu kalt und meine Suppe ist zu warm und versalzen ist beides.
Außerdem, warum ruft Kid mich nicht an? So habe ich ihn nicht erzogen. Meine Güte, das klingt ja wirklich sehr kritisch. Und schaut nicht so blöd. Geht lieber nach Hause und macht etwas aus eurem Leben. Und außerdem, was geht heute eigentlich alles als Musik durch? One Direction? Ja, wohl eher One Direction zum Arbeitsamt, so wie die singen. Also weit davon ab Vogelbeine sind die nicht. Was machen die anderen nur falsch? Ich habe bereits die Hälfte seiner Medikamente durch Erdnüsse austauschen lassen. Und doch scheint sich sein Gesundheitszustand von Minute zu Minute zu bessern. Gott sei Dank merkt er davon nichts. Die Allergie scheint sich auf sein Sehvermögen geschlagen zu haben. Ganz ruhig, Medusa. Nur nicht stressen. Gönn dir erst einmal ein beruhigendes Blutbad. Um Shinigami kannst du dich später immer noch kümmern. Medusa! Doch kein Blutbad. Es gibt schlechte Neuigkeiten. Vielleicht doch? Es geht um... Ja. Setz dich erst mal. What you say? Oh, that you only meant well, but of course you did. Setzen! Also, schlechte Neuigkeiten, ja? Eine Gruppe Schüler hat Verdacht geschöpft und nun sind sie auf dem Weg, um Blairs Unschuld zu beweisen. Sie haben mich sogar gebeten, die Hetzjagd zu verzögern. Ich weiß schon, um wen es geht. Der Trottel, der Idiot, der Dummkopf und die Streberin. Es wäre natürlich zutiefst bedauerlich, könnten sie Blairs Unschuld beweisen. Aber es wird mir ein leichtes sein, darin zu intervenieren, jetzt da ich darüber Bescheid weiß. Es wäre mir eine Freude, von Nutzen zu sein. Oh, und du bist sehr nützlich. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass Loyalität von solcher Größe belohnt werden sollte. Sag mir, mein allerliebster Stein, gibt es etwas, das dein Herz begehrt? Nun ja, es gibt schon Dinge, aber es gibt auch Grenzen. Grenzen, die ein normaler Mensch niemals überschreiten sollte. Ethische Grenzen, moralische Grenzen. Grenzen des guten Geschmacks. Ha! Grenzen. Grenzen sind dazu da, um überschritten zu werden. Wie sonst sollten wir je eine Utopie schaffen, von der wir beide träumen? Ein Utopia, in der die Wissenschaft wirklich frei ist. Ja, dann könnte ich ja. Aber dann würde ich ja. Nein, das geht nicht. Meinst du, es würde gehen? Nein, ich kann nicht. Aber wenn ich könnte. Ja, ist schon gut. Überanstreng dein kleines Köpfchen bloß nicht zu sehr. Lass es sacken. Denk darüber nach. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Aber vorher, hol dir Krona und kümmere dich um diese Störenfriede, wenn du verstehst, was ich meine. Lass den Scheiß, wir wissen, du bist erst bei 6.
Blackstar, mach noch eines. Jetzt ist mir die Lust vergangen. Aber du kannst doch nicht einfach bei 7 aufhören. So kurz vor der 8. Der schönsten und symmetrischsten aller Zahlen. Abgesehen vielleicht von der römischen 2. Verstehst du, Blackstar? Ich brauche diese 8. 8. 9. Ich bin erbärmlich. Ey, jupp. Ich bin eine Schande für meine Familie. Stimmt. Ich werde mich selbst auf Facebook blockieren. Bin dir einen Schritt voraus. Ich hasse mich selbst. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Aber er hat doch gar nichts getan. Na und? Das muss er doch nicht wissen. Naja, kannst du dann aufhören, ihn zu ärgern? Gleich. Einer geht noch. Wie könnt ihr noch meine Freunde sein? Freunde ist ein wirklich sehr starkes Wort. Jetzt reicht's aber. Aber Marka, ich dachte, du wärst cool. Ich bin voll cool. Ich habe mir gestern erst eine MySpace-Seite eingerichtet. Marka, manchmal wäre es besser, wenn du einfach nicht weitersprichst. Genauso wie Blackstar. Das tut weh. Jungs, können wir uns bitte wieder den wichtigen Dingen im Leben widmen? Sexy, großbusige Frauen wurden gesichtet. Hier, hier und hier. Wo? Hier, na, hier. Scheiß Google Maps. Ist das Touchscreen? Hier. Im Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck, da ist eine Convention, da ist das die Norm. Also können wir das eigentlich ausschließen? Bleiben nur noch die Molkerei und der Lagerapfelkauf bei Victoria's Secret. Also, wenn du und Kit in die Molkerei wollt, dann werden Blackstar und ich uns wohl oder übel für die Gruppe opfern müssen und uns diesen anderen Laden ansehen. Das wird nicht notwendig sein. Wir haben bereits unsere Leute an beide Örtlichkeiten geschickt. Die Molkerei ist längst geschlossen und Spirit ist seit Stunden bei Victoria's Secret. Ja, er sollte jeden Augenblick kommen. Davon gehe ich aus. Neid und Hass. Wollten Sie die Suche nach Blair nicht verzögern? Ja, nein, wisst ihr, ich habe die Sache mit Schwester Medusa besprochen und es schien mir einfach nicht richtig. Aber ich dachte, Sie wären auf unserer Seite. Eure Worte, nicht meine. Ich stehe eher auf der Seite von braven und gehorsamen Schülern. Wie Krona hier. Auch du, Krona? Hier akzeptiert man mich mindestens. Jeder hat mich lieb und keiner schreit mich an. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber wir akzeptieren dich doch auch. Wenn es für dich akzeptieren ist, dass du mich anschreist, obwohl ich nichts getan habe. Wenn es für dich akzeptieren ist, dass du mich ignorierst, wenn ich weinend in der Ecke stehe. Wenn es für dich akzeptieren ist, dass du mir beim Essen deinen Schokopudding gibst. Dann ja, dann akzeptierst du mich. Das mit dem Schokopudding war eigentlich ziemlich nett von ihr. Ich hasse Schokopudding. Ich wusste, das Ding ist komisch. Kannst du vielleicht einmal in deinem Leben deine verdammte Fresse halten? Wow. Wow. So wild. Die Wangen gerötet, die Pupillen erweitert, der Puls erhöht. Ich wusste nicht, dass es dir so schlecht geht. Natürlich wusstest du das nicht, weil ich dir egal bin. Aber das stimmt Unterbrich mich nicht. Ich hasse dich. Hier. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ein gutes Kind, das seinen Platz kennt, im Gegensatz zu euch. Eine rebellische Brut, wie ihr das seid, muss es offensichtlich erst lernen. Und man lernt nirgendwo so gut wie beim Nachsitzen. Das dürften einige von euch ja schon gewohnt sein. Zumindest die meisten. Boah, nicht schon wieder. Davon wird mein Vater erfahren. Setz es auf die Liste. Aber
Aber ich kann nicht nachsitzen. Ich bin Maka Alban. Ich sitze nie nach. Es gibt immer ein erstes Mal, besonders bei so speziellen Individuen, wie du eines bist. Oh nein, so komme ich nie nach Harvard. Da muss ich nach Brown oder Greendale oder noch schlimmer, zum Auslandsstudium nach Österreich. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo. Du hattest eine Aufgabe, eine einzige. Und das ist das Ergebnis. Sag mir, mein allerliebster Stein, ist bei dir eine Schraube locker? Nun ja. Sag jetzt nichts Falsches. Ich habe nur getan, was du mir gesagt hast. Ich habe mich um sie gekümmert. Und was dachtest du, meinte ich damit? Du solltest sie an den Kopf kürzer machen, über den Jordan schicken, sie aus dem Weg schaffen, sie ins Reich der Schatten befördern. Warte mal, hätte das so viel heißen sollen wie... Du hättest sie umbringen sollen! Ah, ja, das macht schon ein bisschen mehr Sinn. Warum glaubst du, habe ich dir Krona mitgeschickt? Moralische Unterstützung. Was glaubst du, will ich von euch? Krona. Mama will, dass wir sie ausfindig machen und exekutieren. Braves Kind. Ich werde Maka zerquetschen wie diesen Stressball. Dürfte ich eine weniger brutale Methode vorschlagen? Medusa, du hast erwähnt, dass mir eine Belohnung zustände, nicht wahr? Kid, ist kein Problem. Wenn ich mit dem fertig bin, ist er so symmetrisch, der weiß nicht mehr, ob er links oder rechts ist. Die anderen sind ohnehin nur noch einen gezielten Schlag auf den Hinterkopf vom Hirntod entfernt. Maka jedoch. Maka gehört mir, ganz alleine. Denk doch nur, sie ist ein Mischlingskind. Halb Waffe, halb Meister. Das Kind einer Deathscythe. Seit Jahren trage ich den Wunsch in mir, an ihr zu experimentieren. Aber dafür brauche ich sie lebend. Nein, Maka gehört mir. Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen und ich werde mir meine Rache nicht nehmen lassen. Du bekommst sie erst, wenn ich wieder fertig bin. Kinder, bitte. So viel Aufhebens um ein kleines, unwichtiges Mädchen. Stein, du bekommst deine Maka, sofern sie nie wieder gesehen wird. Allerdings erst, nachdem Krona sie hier im Kampf besiegt hat. Du, mein Kind, du kannst dir etwas Besseres bieten als den Tod. Erniedrigung. Wie klingt das für euch beide? Akzeptabel. Damit kann ich umgehen. Ich beende das Gespräch. Es gibt da noch so eine kleine, pelzige Angelegenheit, falls ihr euch daran erinnern könnt. Lila Haare, großer Hut, größere Brüste. Ah ja, da war ja was. Ja, da war ja was. Blair ist nämlich nach wie vor auf der Flucht, was soweit ganz gut ist, denn das bedeutet, die anderen suchen sie noch. Das wiederum verschafft mir die Zeit, meine Machtposition zu festigen. Anders als ursprünglich geplant ist ein zutiefst bedauerliches, frühzeitiges, vollkommen unerklärliches Ableben von Shinigami-sama noch ausständig. Er ist am langsam dahinsiechen und glaubt mir, der Gute lässt sich Zeit. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist, dass mir die anderen Lehrer im Nacken sitzen, solange er noch lebt.
Je länger sie nach Blair suchen, umso besser und etwas, das nicht mehr existiert, kann auch nicht gefunden werden. Oder wir stecken die Katze in eine Kiste mit einer Giftkapsel und versiegeln diese. Wenn wir die Kiste nie wieder öffnen, befindet sie sich in einem permanenten Zustand gleichzeitigen Lebens und Todes. Also, wie sind? Oder wir bringen sie einfach um. Gut. Und jetzt geht. Ja, Stein, bevor ich es vergesse. Bevor die anderen dumme Fragen stellen, weshalb du dich nicht an den extracurriculären Aktivitäten beteiligst. Nimm dir einen Blanko-Krankenschein mit. Sie sind bereits unterschrieben. Füll sie einfach selbst aus. Die sind schlimmer als Tumblr. Das ist der Anfang vom Ende. Oh, weh ist mir. Kann ein Lebenslauf berühmte letzte Worte haben? Passt, die Tür ist offen. Blackstar, Kid, wie sieht's mit der Kamera aus? Gleich, einen Moment noch. Nur noch ein Mikrometer weiter nach links. Blackstar, der Lehrer? Es war gar niemand hier. Gut, dann kümmerst du dich jetzt um Maka und ich sehe zu, dass Kid endlich den Arsch hochkriegt. Und wieder warten alle nur auf dich. Lass mich einfach zurück. Es ist doch eh schon alles egal. Aber wir können nicht ohne dich gehen. Es wäre asymmetrisch. Ja und? Ist doch egal, du bist fertig, also komm jetzt endlich. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich bin eine Schande. Und wir mögen dich trotzdem, also komm jetzt endlich. Du lügst. Ich war nie cool genug, um wirklich zu euch zu gehören. Teilweise richtig. Ich meine, du bist nicht sonderlich cool, aber natürlich bist du ein Teil von uns. Wirklich? Ja. Ich meine, gut, du bist vielleicht eine ziemliche Streberin und aufbrausend und rechthaberisch und zickig und der einzige Busen, den du je sehen wirst, ist die Skibusen. Aber der springende Punkt ist, jede Gruppe braucht so jemanden. Du bist unsere Hermine, unsere Sakura, aber wir mögen dich trotzdem. Und wir wollen dich in unserer Gruppe haben, egal wie uncool du bist. Das ist das Schönste, was du je zu mir gesagt hast. Gut, dann können wir ja gehen. Was? Aber wir können doch nicht einfach schwänzen. Aber Blair braucht uns. Wir können nicht ohne dich gehen. Einer für alle. Endlich ist mein Jugendtraum wahr geworden. Endlich habe ich alle Victoria's Secret Model in mein Panini-Sticker-Album eingeklebt. Ach, Giselle, bald gehörst du mir. Maka, bald gehörst du mir. Spirit! Stein! Was hast du gesehen? Nichts. Du? Nichts! Gut, dann kann ich ja weitergehen. Moment. Du verhältst dich auffallend unauffällig. Ich weiß nicht, was du meinst. Ist alles in Ordnung? Ist es vielleicht wegen deinem Hocker? Es ist kein Hocker. Es ist ein Multifunktionsbüro, Bedarfsmöbelstück und Gelegenheitsvehikel. Und mein bester Freund. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay.
Es ist ein schönes Bild von Makka. Warte. Warum hast du ein Foto von Makka? Hast du etwa irgendwelche kranken Fantasien von meiner Tochter? Ja! Aber bevor du dich jetzt aufregst, mein Interesse gilt allein ihrem Körper. Was? Rein wissenschaftlich versteht sich. Was denkst du von mir? Ich würde deine Tochter doch niemals anfassen. Ich will sie nur aufschneiden. Stein, auch im Scherz, es gibt Grenzen. Und du bist gerade Russland zu meiner Ukraine. Grenzen! Grenzen sind dazu da, um überschritten zu werden. Wenn du zu Makka willst, musst du erst an mir vorbei. Dann gibt es nur einen Weg, wie wir das bereinigen können. Wie echte Anime-Figuren. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Hier meets. Hier meets. Kid, lass es. Katzen hören nie, wenn man sie ruft. Außerdem heißt sie überhaupt nicht Meet, sondern Blair. Hier, Blair. Hier, Blair. Blackster. Blair nicht. Es ist hoffnungslos. Wir werden sie nie finden. Leute, ich glaube, ich habe gerade ein Katzenhaar gefunden. Und wo hast du das her? Es lag unter Blairs Hut. Der Hut ist sogar noch warm. Das heißt, sie muss noch in der Nähe sein. Zeit für meinen getreuen Laserpointer. Oh, hi, Soul. Ich hab Blair gefunden. Bist du dir sicher?
Ich weiß nicht. Ich schaue lieber nochmal nach. Nein, aus. Das war lustig. Aber ich muss jetzt gehen. Ciao. Nein, warte, Blair. Du musst dich nicht mehr verstecken. Wir sind auf deiner Seite. Wir wissen, dass du nicht versucht hast, meinen Vater zu töten. Du wirst aufgrund des Attentats an meinem Vater gesucht. Aber. Hast du denn die Fahndungsposter nicht gesehen? Welche Fahndungsposter? Diese Fahndungsposter? Ich bin der Wind. Ich habe mich schon gefragt, wieso sich mein Spiegelbild nicht bewegt. Blair, du bist so dumm. Heureka, das ist es. Ihr Intelligenzquotient entspricht dem einer gemeinen Hauskatze. Das heißt, es ist ihr nicht möglich, ein solches Unterfangen zu konzipieren. Sie ist zu dumm dafür. Blair, du bist dämlich. Genau. Du bist das Dämlichste, was ich je gesehen habe. Hey, wir werden schon noch sehen, wer hier die Nummer 1 ist. Gut, dann können wir ja gehen. Unter uns, er könnte sogar noch dümmer sein als du, aber verrat's ihm nicht. Ich will nicht, dass es ihm zu Kopf steigt. Es überrascht mich selbst, aber wir tun das, was Blackstar sagt. Gehen wir. Vorsicht! Feind auf 12 Uhr. Da sind sie Aber alle. es ist doch noch gar nicht 12. Das ist doch nur so eine Redensart. Außerdem hast du gar keine Uhr. Oh, das erklärt, warum ich keine Zeiger sehe und keine Ziffern und keine Uhr. Da sind sie alle wunderbar versammelt. Fein. Dann ist das schnell erledigt und mir bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Meins. Okay, Krona, aber vergiss nicht. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber was wollen plötzlich alle von mir? Ich dachte, Blair? Genau, schließlich habe ich den größten Brustumfang. Ich habe den größten Brustumfang. Seid ihr dann fertig? Gut, dann kann das Sterben ja beginnen. Wer will der Erste sein? Ich! Da. Falsche Antwort. Kid! Nein, nicht Kids. Ich bin viel zu jung zum Sterben. Ich bin doch noch ein Kid. Manchmal ist eine Notschlachtung unausweichlich. Bitte nicht, ich bin unbewaffnet. Aber du hast doch Liz und Patty dabei. Ich bin unbewaffnet. Bevor es mit mir zu Ende geht, versprecht mir, mich zu vierteilen. Eines will ich noch wissen. Wieso? Wieso? Du fragst mich allen Ernstes, wieso? Die Frage ist doch wohl eher, wie kann man in so einer Welt nicht dem Wahnsinn anheimfallen? Shueisha freut sich anzukündigen, dass diesen Monat die meist herbeigesehnte Serie aller Zeiten starten wird. Naruto, The Next Generation. Oh. Genau. Als hätte es das notwendig gehabt, eine Fortsetzung zu bekommen. Als hätte es das überhaupt nötig gehabt, so lange zu laufen, wie es das bereits getan hat. Diese Ankündigung ist nichts weiter als ein Beweis für die kapitalistische, kaltherzige Gesellschaft, in der wir leben.
wenn es einen so quält, die Dinge mit klarem Verstand zu betrachten, dann gibt es nur einen Ausweg und das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Leute, ernsthaft, müsst ihr ihn auch noch ermutigen? Aber es ist doch nur ein Manga. Können Sie nicht darüber hinwegsehen? Ja, sehr witzig. Das würde ich ja, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Der Gedanke, dass mehr davon produziert werden soll, hat sich in meinem Hirn festgefressen und lässt mich nicht mehr los. Ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen. Es quält mich bei Tag und Nacht. Wahnsinn ist das Einzige, was den Schmerz lindert. Und was, wenn wir Sie von diesem Wissen befreien könnten? Hör nicht hin! Das ist eine Falle! Wie? Das hier ist kein gewöhnlicher Laserpointer. Er beinhaltet außerdem eine Taschenlampe, eine Diskokugel, ein Gedächtnisverwurstel-Blitzdings und einen Korkenzieher. Schauen Sie ins Licht. Gleich ist der Schmerz vorbei. Danke. Hui. Oh. Elender Verräter. Mit mir werdet ihr nicht so ein leichtes Spiel haben. Ich werde mir meine Rache nicht nehmen lassen. Kämpfe gegen mich, Frau gegen mich. Aber Krona, das ist doch alles nur ein Missverständnis. Ich bin deine Freundin. Kämpfe! Wenn du mich dir nur beweisen lassen würdest, wie ernst es mir ist. Aber du lässt mir wohl keine andere Wahl. Kit, nimm Blair und bring sie zu deinem Vater. Blackstar, geh einfach. Soul. Wieso? Du hast zugelassen, dass ich ein Loch in deinem Mantel steche. Ich weiß doch, wie lange du daran genäht hast. Wieso? Weil wir Freunde sind. Ich habe dich verletzt. Und ein Loch in meinem Cosplay reicht nicht, um das wieder gut zu machen. Nein, Marka, tu jetzt nichts Dummes. Ich vergebe dir. Hey, ich lieg hier noch. Und so haben wir Blairs Unschuld bewiesen. Mit einem einfachen IQ-Test. Mhm. So einfach war der gar nicht. Das sagst du nur, weil du dumm bist. Gar nicht wahr. Du bist dumm. Deine Mama ist dumm. Deine Mama ist tot. Kinder, bitte! Eure Eltern mögen zwar sterben, aber in Alkohol eingelegt leben sie weiter. Aber kommen wir mal bitte wieder zu den wirklich wichtigen Dingen. Mein Verstand.
Ich kann zwar den Ereignishergang nun nachvollziehen, jedoch verstehen tue ich ihn immer noch nicht. Wie genau bin ich gleich nochmal verrückt geworden? Ich meine, verrückter. Es muss doch irgendeinen Auslöser gegeben haben. Ich achte doch gewöhnlich auf die Trigger Warnings. Ach, das war doch nur wegen der Fortsetzung so... Sei still, Blödster. Wir wollen doch das N-Wort nicht mehr sagen. Ja, wie war's denn nun? Sie kennen das ja, stressbedingtes Burnout. Die Schüler sind laut, die Eltern sind lauter. Schlafstörungen. Und ihre Schraube war locker. Ach so, diese Zeit des Monats. Na, dann ist ja alles in Ordnung und ich kann nach Hause gehen, wenn ich meine Schlüssel finde. Na, nee. Na, kannst haben. Ah, da. Ah, da ist er ja. Na dann, tschüsseli. Ich freue mich schon auf meinen geliebten Stuli. Ich frage mich, ob er mich genauso vermisst hat wie ich ihn. Das ist ja wie Weihnachten. Ich habe eine Gummiente. Was habt ihr bekommen? Gummibärchen. Ich habe Gummihandschuhe bekommen. 2 davon. 2. Ich habe einen Luftballon. Mit Erdbeergeschmack. Oh man, ich will auch was Cooles. Ich habe nur dieses langweilige Stück Papier bekommen. Wir können tauschen. Ihr könnt euch Markers Geschenk doch auch einfach teilen. Nicht streiten. Nicht streiten. Immerhin haben wir jetzt alles gelöst. Nicht ganz. Zwar ist Blairs Unschuld nun bewiesen, aber der wahre Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Es könnten noch 2 sein. Niemals. Das Böse kommt immer in ungeraden Zahlen. Wir bräuchten nur irgendetwas, was uns zum Kopf der Schlange führt. Oh, die Zeit vergeht. Ich muss noch... Ja. Ja. Bye, Kona! Aber wer nur könnte hinter all dem stecken? Wer nur? Wer nur? Wer nur? Viel wichtiger ist, warum seid ihr nicht beim Nachsitzen? Das ist einfach... Wir machen blau. Oh, weh ist mir. So nimmt meine schulische Karriere sich ein Beispiel an Sega. Rosige Anfänge und dann... Das musste niemand wissen. Oh, das war mir ohnehin schon bewusst. Ihr habt die Kamera zwar abgeklebt, aber das Mikrofon war unangetastet. Das kann natürlich nicht ohne Konsequenzen bleiben. Strafe muss sein. Sagen wir 5 Monate nachsitzen. Nein, 6. 6 Monate auch für mich? Aber natürlich, gerade von dir waren wir sehr enttäuscht. Wir hatten so hohe Erwartungen in dich. Haltet ein! Sie können vielleicht uns zum Nachsitzen zwingen, aber nicht Marker. Denn sie konnte gar nicht schwänzen, war sie an diesem Tag doch freigestellt. Ach so, wer sagt das? Diese Krankmeldung mit Markers Namen und ihrer Unterschrift. Moment.
Stein. Nun denn, es scheint wohl alles seine Richtigkeit zu haben. Aber ihr entkommt euren 7 Monaten Nachsitzen nicht. Pah, 7 Monate? Na gut, 8. Yes! Wie dem auch sei. Ich habe Patienten, um die ich mich kümmern muss. Saul, warum hast du das gemacht? Naja, uns macht es nichts aus, nachzusitzen, aber du legst ja aus irgendeinem unerfindlichen Grund Wert darauf, gut in der Schule zu sein, also ja, wieso nicht? Außerdem sind wir doch ein Team. Hast du das etwa schon vergessen? Einer für alle? Und alle für einen. Und der Rest für mich. Blackstar, du bist so dumm. Und was macht ihr hier so den ganzen Tag? Naja, ich schaue, ich zähle. Die Decke hat übrigens 7149 Löcher. Manchmal führe ich auch Selbstgespräche. Und dann würde ich mir wünschen, dass mein Sohn mich besuchen käme. Das klingt ein wenig einsam. Naja, nicht mehr so sehr. Ich habe neue Hobbys angefangen. Ich häkle und bin ein Anhänger der Papierfaltkunst. Ich nenne ihn Minigami. Und das ist sein kleiner Bruder Origami. Nett. Und sonst so? Die neue Krankenschwester ist überaus kompetent. Guten Tag, die Herren. Hallo, Schwester! Wie ist das Wertebefinden? Jetzt besser. Wissen Sie, Schwester, irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Jetzt nicht reden. Einfach schlucken. Und wie sieht es bei euch aus, Shinigami-sama? Ich hätte gern dasselbe, das er hat. Aber, jemand von eurem Stand hat doch etwas viel Besseres verdient. Naja, eigentlich auch ganz okay. Nein, es ist besser als okay. Jeder weiß doch, Shinigami mögen Äpfel.
Sehr gut. Vielen Dank, dass ihr zur Premiere unseres neuen Stücks Einer für alle und Alles für die Katz so zahlreich erschienen seid. Ja, vielen Dank an den Patrick, unseren Techniker. Vielen Dank an den Neji, unseren Helfer. Vielen Dank natürlich an die Animuk, dass wir wieder auftreten durften. Es ist wie jedes Jahr einfach, ihr seid ein Wahnsinn. Und natürlich vielen lieben Dank an euch, ihr wart großartig. Das nächste Mal werden wir Mitte Mai auf der Nyancon in Linz auftreten. Und ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag auf der Animuk und eine gute Heimreise. Jetzt noch mal ganz kurz. Doch noch mal mit dem Lippenstift. Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert gehabt. Das mit dem Lippenstift, das war so, ja. Das ist eine Sonderedition, strengstens limitiert und nur an die 100 Exemplare produziert. Ja, ein Beipackzettel, den ich natürlich jetzt nicht habe. Dokumentiert. Die Farbe wurde intensiviert mit einem Öl, das der Ashanti extrahiert und im Lippenstift injiziert wurde. Für den Lippenstift selbst wurden Rubine erst pulverisiert, dann karamellisiert und schlussendlich in den Lippenstift injiziert. Was mich fasziniert ist, dass dieses Mittel nicht nur den Mund koloriert, sondern ihn auch konserviert. Darüber hinaus ist er aromatisiert mit einem Duft, der garantiert aphrodisiert. Kapiert? Jetzt bin ich verwirrt. Das passiert. Ich bin so hübsch. Moment. Nein, wo wir beim Thema sind. Hier haben noch zwei Damen ein T-Shirt von mir. Ich habe Lippenstift drauf. Ja, komm. So, jetzt kriege ich mein T-Shirt wieder. Dankeschön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.